Servus, ich bin's, der Philipp vom Pomade-Shop und heute geht's um einen aktuellen Trend, sage ich jetzt mal, und zwar sogenannte Bro-Flows, also einfach diese etwas längeren Frisuren, die längeren Haare, die teilweise bis zu den Ohren, bis zu den Nacken gehen, diese typischen, ich sag mal, diese typischen Hollywood-Langhaarfrisuren, die jetzt relativ beliebt sind. Das Problem ist nur, die sind eigentlich recht aufwendig. Wenn man nicht gerade die Haarstruktur hat, dass die Haare so oder so fallen und man nur ein Produkt braucht, um das ein bisschen zu unterstützen. Wenn man sich nämlich mal in Hollywood und Co. die Behind-the-Scenes-Videos anschaut, wie lang so eine Frisur tatsächlich braucht bei einem Stylisten, wo der Prominente dann in der Maske sitzt, dann sieht man eigentlich, dass das Ganze doch recht aufwendig ist, je nach Haarstruktur eben. Und damit müsst ihr rechnen. Also da kommt ihr eigentlich fast nicht drum rum, wenn ihr das Ganze eben auch so haben wollt, dass das Ganze einen Arbeitstag durchhält. Das heißt, am Anfang müsst ihr die Haare jeden Tag morgens frisch waschen und dann einen Freestyler einarbeiten. Da eignen sich die Hair Cream Freestyler von Rarecraft wunderbar oder der Nubibus von bei Elementum. Der Nubibus ist ein bisschen stärker, wenn ihr ein bisschen mehr Halt haben wollt, dadurch aber auch im Haar ein bisschen wachsiger. Die von Rarecraft sind ein bisschen leichter im Halt, kommt so ein bisschen drauf an, wie streng ihr das haben wollt, wie gut es halten soll. Grundsätzlich aber braucht ihr mehr oder weniger einen von den beiden. Grooming Tonics werden euch zu schwach werden. Das heißt, ihr müsst einen flüssigen, cremigen Freestyler nehmen und dann das Ganze gut in die Haare einarbeiten. Und dann kommt der anstrengende Teil, sage ich jetzt mal. Müsst ihr nämlich eine Rundbürste nehmen, eine Skelettbürste nehmen und dann die Haare föhnen. Und ich rede jetzt nicht davon, einfach ranhalten, zurückföhnen, sondern je nachdem, wie viel Struktur ihr haben wollt, wie gut das Ganze halten soll, müsst ihr anfangen, von hinten nach vorne euch Stück für Stück durchzuarbeiten. Auf der einen Seite, dann in der Mitte und dann auf der anderen Seite. Das heißt, ihr steht da 20 Minuten im Bad. Da kommt ihr nicht drum rum. Außer ihr sagt eben nämlich, ja gut, ich arbeite das ein bisschen ein und dann soll es schon halten. Aber das sind meistens nicht die Anfragen, die wir bekommen, sondern wir bekommen die Anfrage, es hält nicht lang genug, es fällt nach 2 Stunden auseinander, ich habe keine Lust, ständig mit den Fingern nachzujustieren. Ich will aber auch nicht, dass es knüppelfest wird, wie bei einer wasserbasierten, sondern es soll trotzdem natürlich und flexibel bleiben. Dann kommt ihr nicht drum rum, 20 Minuten, vielleicht sogar am Anfang eine halbe Stunde, weil ihr erstmal rausfinden müsst, wie ihr die Haare zu föhnen habt, die eben zu verbringen. Also da haben wir viele dann, die sagen, ja gut, das will ich gar nicht verbringen. Dann habt ihr die falsche Frisur. Dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr dann nicht doch eine etwas einfachere Frisur haben wollt. Also ein Slickback einfach. Oder ihr lebt eben damit, dass die Haare nach 3-4 Stunden auseinanderfallen und dann müsst ihr ein bisschen nachjustieren. Das ist immer so die Sache zwischen ich habe hier ein Bild auf Instagram gefunden, das sieht doch ganz cool aus. Ja, aber das Bild auf Instagram ist auch nur für eine Fotosession. Das heißt, das Bild oder diese Frisur hält im Zweifel mit den 2 Produkten, die euch vorgeschlagen wurde, oder mit dem einen Produkt, was euch vorgeschlagen wurde, auch nur die 10 Minuten. Sobald derjenige mit dieser voluminösen, gut gestylten Frisur vor die Tür geht und es kommt ein Windstoß, ist alles hinüber. Deswegen, wenn ihr irgendwas haben wollt, was wirklich die Fahrt zum Büro oder wo auch immer aushält, dann müsst ihr euch die Mühe machen, das einzuarbeiten, gründlich zu föhnen und dann müsst ihr noch mit einer Texturcreme da noch den restlichen Feinschliff geben. Also mit einem Produkt kommt ihr auch nicht so wirklich drum rum, weil die Freestyler meistens dann durch das Föhnen auch sehr aufbauschen, sage ich jetzt mal. Sie geben den Halt, sie geben die Textur, die geben die Griffigkeit. Das Ganze wird aber teilweise an den Seiten, hinten, bauscht es auf. Das heißt, ihr braucht, je nachdem, wie viel Glanz ihr haben wollt, eben so eine Texturcreme, eine Featherweight, eine Fiber Pomade, irgendwas, was eben sehr cremig ist, was ihr gut einarbeiten könnt. Da ist zum Beispiel die Fiber Pomade ganz cool, die Texture Cream von Uppercut ist ganz cool, die Aqua, wenn ihr ein bisschen mehr Glanz haben wollt, die Standard Pomade von O'Dowds für ein bisschen mehr Glanz. Was ich euch nicht empfehlen kann, ist, wenn ihr das habt, weil da bei den beiden ist Tonerde drin, das heißt, es macht es matt, trocken und griffig,
über die beiden noch ein Clay zu schmieren. Da macht ihr euch keine Freude mit, weil dann wird das Ganze so derart trocken und griffig, dass ihr eigentlich fast auch schon mit so einem groben Kamm nicht mehr durchkommt. Also bitte, bitte nicht auf solche tonerdehaltigen Freestyler noch mit einer matten Paste oder einer Clay, irgendwas, was Tonerde noch enthält, drüber gehen, weil das wird nur ein Vogelnest. Also da kommt ihr dann nicht mehr durch. Deswegen irgendwas neutral glänzendes, weil die Tonerde den letzten Glanz noch aufsaugt. Oder wenn ihr Glanz haben wollt, mit so einer UVB, die leichten Glanz hat. Oder was natürlich auch geht, ist eine sehr, sehr leichte, ölige Pomade. Dadurch, dass ihr da die Grundlage habt, eine auswaschbare Grundlage mit Shampoo, könnt ihr auch zum Beispiel mit einer Superlight einfach drüber gehen, wenn ihr Glanz haben wollt. Genau, das ist das. Und bei denen reicht es dann tatsächlich, wenn ihr das über die gesamten Handflächen verteilt und dann einfach nur drüber zieht. Also nicht nochmal alles aufbrechen, was ihr euch da hingestylt habt, sondern einfach drüber ziehen und dann nochmal nachkämmen. Genau. Klingt aufwendig, ist es auch, und das muss euch bewusst sein. Also weil wir eben, wie gesagt, häufig die Anfrage bekommen, was kann ich machen, wie kann ich das machen? Und dann heißt es, ja, das ist ja aufwendig. Ja, das ist auch aufwendig. Das ist eine Stylistenfrisur, bei der selbst ein Stylist 2, teilweise 3 Produkte braucht. Wenn ihr euch Videos von Reutzel teilweise anschaut, wie sie sehr aufwendige Tollen bauen, da kommt erstmal ein Grooming Tonic rein, dann kommt zum Beispiel die Extreme Hold Matte Pomade danach noch rein und zum Schluss für den Glanz kommen noch teilweise, ich weiß nicht, die ölige rein und dann machen sie noch für den letzten Feinschliff, damit die Seiten halten, auch bei hohen Temperaturen auch noch eine von deren wasserbasierte rein. Das heißt, ihr habt bestimmt 2 Produkte, eher 3, manchmal sogar 4 Produkte. Pre-Styler, noch ein Pre-Styler, dann das eigentliche Produkt und dann ein Finisher. Das heißt, aufwendige Frisuren brauchen auch lange. Instagram-Frisuren sind meistens aufwendig und mit einem Stylisten gemacht. Da müsst ihr einfach schauen, was Showfrisur ist, was Realität ist, wie viel Zeit ihr euch nehmen wollt und was ihr eben stylen wollt. Also nicht enttäuscht sein, wenn man zu euch sagt, ja, ihr braucht 3 Produkte und das dauert eine halbe bis 3/4 Stunde im Bad. So ist es halt. Wenn ihr sagt, cool, mir reicht aber, dass es 3-4 Stunden hält, dann könnt ihr zum Beispiel auch so eine Uppercut Texture Cream als Standalone nehmen, die ihr einfach nur gut einarbeitet, vielleicht ein bisschen föhnt, davon noch mal ein bisschen was drüber. Das funktioniert auch mit den meisten UVB Pomaden, wie zum Beispiel der First-Hand Clay oder der normalen First-Hand. Die könnt ihr zum Teil eben als leichten Pre-Styler nehmen. Nehmt ihr einfach ein bisschen, arbeitet es ein, föhnt es kurz nach hinten, 3-4 Minuten reichen, dass es ein bisschen trockener wird und dann zum Schluss mit der gleichen nochmal drüber. Das funktioniert, aber da muss euch bewusst sein, dass es eben nicht so lange hält und teilweise mit einem Windstoß ja nicht zerstört ist, weil ihr könnt ja nachstylen, aber zumindest mal was auseinanderfällt und dann müsst ihr halt einen groben Kamm dabei haben. Wenn ihr das nicht wollt, halt mit den Fingern und dann müsst ihr euch damit zufrieden geben, wie es hält. Also da ist es egal, wie teuer die Produkte sind oder wie hochwertig die Produkte sind. Das sind auch keine Zaubermittel. Ihr müsst leider auch die Arbeit reinstecken, die Mühe reinstecken und einfach ein bisschen Erfahrung sammeln, wie eure Haare funktionieren. Also bei uns sieht es teilweise mal so leicht aus, weil wir auch seit 5, 10, manche auch seit 15 Jahren eben mit Pomade und solchen Produkten arbeiten und mit den Haaren arbeiten und wir einfach wissen, wie die Haare sich verhalten. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr eben diese langen Haarfrisuren haben wollt, müsst ihr mit entweder den Kompromiss machen, dass ihr 2 Produkte braucht und lange im Bad braucht oder ein Produkt habt und das Ganze, ja, funktioniert schon, aber halt keine 8 Stunden hält. Ich hoffe, dass es euch weitergeholfen hat. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann ruft uns gerne an, schreibt uns eine Mail. Wir können es gerne auch anders nochmal erklären. Wir können es euch auch gerne nochmal zeigen, wie man die Sachen verwendet. Wir haben aber einige Videos. Schaut mir gerne in die Kommentare oder in die Videobeschreibung. Da können wir es verlinken. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und beim Zeitverbringen damit, seht es als Hobby, als Spaß, morgens sich da was aufzubauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!